Hallo und willkommen zu Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns mal wieder einen europäischen Comic an. Und zwar geht es heute um Requiem der Vampirritter. Das ist ein französischer Comic, mehr oder weniger. Allerdings ist der Autor Pat Mills, Engländer, bekannt durch die 2000 AD Comics. Er hat ungefähr gefühlt fast jedes dieser Comics geschrieben, hunderte von Comics, seit den 80ern bis heute. Er ist nicht Co-Erfinder von Judge Dredd, aber ich glaube, er hat dem Charakter den Namen gegeben. Und der Zeichner bzw. Künstler ist Olivier Ledroit, wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Der ist bekannt durch die Albenreihe Chroniken des Schwarzen Mondes. Diese Serie hat ihn bekannt gemacht. Und Pat Mills wollte unbedingt in den französischen Comicmarkt eindringen. Er war in England ja sehr erfolgreich und hat sich vorgenommen, er will unbedingt in diesen franco-belgischen Albenmarkt, er will da was machen und hat mit Olivier Ledroit einen eigenen Verlag gegründet in Frankreich und herausgebracht haben sie diesen Comic hier. Und ich finde, das zeigt auch irgendwie ganz gut so diese Verschmelzung der zwei Welten. Das hat einerseits französische Elemente, aber erinnert dich das nicht auch 100% an diese 2000 AD Releases? Total badass, Schädel und, weißt du, Absolut, so gut Gothic, Judge Dredd mäßig. Und ich habe das im Comicladen gesehen vor einiger Zeit, ist schon ein paar Jahre her, seit das hier in Deutschland erschienen ist. Und ich habe das Cover nur gesehen und war sofort verliebt. Ich musste dieses Comic haben. Es kamen 11 Bände raus insgesamt. Allerdings ist die Serie damit leider nicht abgeschlossen. Also Band 11 endet mit Fortsetzung folgt und es scheint irgendwie das Finale zu sein. Also vielleicht wäre danach noch ein Band gekommen, aber dieser Band kam nie raus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben sich die zwei, der Autor und der Zeichner, verstritten. Ich weiß es nicht genau. Am Erfolg hat es wohl nicht gelegen, weil die Comics waren sehr erfolgreich, wurden in vielen Ländern veröffentlicht und wurden sogar in Frankreich vor kurzem nochmal neu nachgedruckt nicht von dem Verlag, den die zwei haben, sondern von dem großen Verlag Glénat. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Das Artwork ist spektakulär, man sieht ja, es ist ultra detailliert. Das Buch, dieses Album hier ist ziemlich groß, das heißt, wir kriegen es gerade so ins Bild. Ich hoffe, dass ich nicht so sehr hin und her wanke, dass man auch alles schön sehen kann, weil das Artwork ist wirklich Hauptkaufgrund davon. Und ja, wir schauen mal rein hier in Band 1. Das ist damals erschienen von Kult-Editionen in Deutschland. Sehr Necronomicon-artige Frontpages. Wie gesagt, ultra detailliert und es ist, ich würde nicht sagen gezeichnet, es ist eigentlich gemalt. Ich würde sagen, dass das Aquarellfarben sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte auch ein anderes Medium sein, aber so auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es Aquarellfarben sind. Und ich finde es absolut atemberaubend. Was man auch sehen kann, ist, dass das nicht auf eine Seite gemalt hat, sondern man sieht, dass das digital ausgeschnitten ist. Also er wird wahrscheinlich jedes Panel auf einem Blatt gemalt haben und das dann digital zusammengefügt haben zu einer Seite. Weil ja auch zum Beispiel hier dieses Panel, da ist der gleiche Inhalt wie hier und hier und hier. Also er hat wahrscheinlich hier dieses Gesicht gemalt, beziehungsweise ist es das gleiche wie hier? Ja. Dieses Gesicht gemalt und dann halt Elemente davon ausgeschnitten und dann wiederverwertet. Und in der Geschichte geht es darum, dass es für Deutschland so ein bisschen knifflige Geschichte, weil es geht um einen ehemaligen Nazi. Das ist unser Protagonist dieser Geschichte, unser Held praktisch. Und dieser Nazi stirbt am Ende des Zweiten Weltkriegs hier an der Ostfront, irgendwo in Russland. Und landet dann in der Hölle. Aber wir wollen mal noch nicht zu weit vorgreifen. Gehen wir mal Stück für Stück vor. Was ich merkwürdig finde, ist, dass das Hakenkreuz, dass das oft
zensiert wird in Deutschland, dass dann daraus irgendwie so ein Quadrat gemacht wird. Wir können es zum Beispiel aus dem Manga Blade of the Immortal, da hat er ja das Zeichen auf dem Rücken und bei Blade of the Immortal ist es ja was ganz anderes, weil das ja auch ein buddhistisches Zeichen ist. Ja. Die Buddhisten haben das ja schon zig Jahre vor den Nationalsozialisten genutzt. Damit ist der Kontext ja ganz anders. Aber in dem Manga wird es zensiert. Und hier ist es im Zweiten Weltkrieg-Kontext, aber hier wird es nicht zensiert. Das wundert mich so ein bisschen. Genau, also er stirbt hier nach einer Schlacht und erinnert sich an seine Liebe, also er heißt Heinrich, seine Geliebte heißt Rebecca. Und es gibt einen kleinen Flashback, wie hier Berlin zerbombt wird von Engländern. Und ja, er erinnert sich an sie in seinen letzten Minuten. Und dann tauchen hier ein paar sowjetische Streitkräfte auf. Und einer entnimmt das Foto von seiner Geliebten aus seinem Geldbeutel, Pass, was auch immer. Und er springt hier nochmal auf und wird dann erschossen, kriegt dann einen Kopfschuss. Und ja, dann stirbt er. Und ja, dann gibt es nochmal so eine Art Albtraumsequenz. So ein Albtraumsequenz slash Erinnerung. Wahrscheinlich hat es tatsächlich stattgefunden, weil seine Geliebte ist Jüdin und sie wird hier abgeführt von so einer Gruppe von der Gestapo. Und ja, er schreit, nein, komm zurück, nein, nein. Und dann kurz darauf wacht er hier in der Hölle auf. Und es ist sehr, sehr eindrucksvoll. Also einerseits muss ich sagen, das Artwork bläst mich weg. Ich finde es absolut großartig. Sowohl hier diese Landschaft, diese Höllenlandschaft, als auch die ganzen Designs von den Fahrzeugen, von den Kreaturen etc. Was ich aber kritisieren muss, ist, dass dadurch, dass die Seiten digital zusammengefügt worden sind, ist es oft ein bisschen chaotisch. Vor allem, wenn Rot auf Rot trifft. Also hier auf dieser Doppel-Splash-Page geht's noch. Aber manchmal sind die Sachen so übereinander gepastet, dass man wirklich kaum erkennen kann, was man da jetzt eigentlich sieht, weil einfach die Farben von beiden Panels identisch sind. Und dadurch kämpfen die zwei Panels so miteinander. Genauso mit der Typografie. Es mag vielleicht am Druck liegen, aber bei manchen Panels ist die Hintergrundfarbe so dunkel, dass man dann den schwarzen Text, der oben drauf liegt, kaum lesen kann. Okay. Es sind nur Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten verderben so ein bisschen den Lesespaß zwischendrin. Jedenfalls erwacht er hier in der Hölle und trifft dann auf diese Gruppe von grotesken, morbiden Soldaten hier. Großartig gestaltet hier. Ja, es sind einfach üble, zombie-ähnliche Kreaturen, der hier mit so einem Wolfspelz auf dem Kopf erinnert ein bisschen an einen Asterix-Charakter, diesen Druiden. Und ja, die machen hier... Genau, daran musste ich auch gerade denken, an Asterix, als ich hier diese Höllen-Nazi-Soldaten oder was das auch immer ist. Ja, genau, das ist wie in Asterix. Ich meine nur hier diese eine Asterix Druide hat hier diesen und das Dritte Reich, ja, mein Lieblings-Asterix. Jedenfalls, die rauben hier die ganzen frisch gestorbenen Soldaten, die erwachen hier in der Hölle und die rauben diese Soldaten aus und deswegen haben sie auch hier die Kleidung von den Soldaten und so. Und dann taucht hier dieser, wie nennen sie die? Aufersteher. Dieser Aufersteher, also dieser fliegende Metallschädel hier, das ist praktisch ein Luftschiff und das kommt hier angeflogen und sagt, die sollen hier aufhören, die Soldaten, die Neuankömmlinge zu plündern. Und sie schießen den dann vom Himmel. Er stürzt hier ab und landet in diesem riesigen Gerippe. Und dann steigt er aus und sieht an, wie badass der aussieht. Also unten drunter ist ein, ich will jetzt nicht sagen normaler Mensch, aber ein menschlich aussehender Typ. Aber das ist hier so seine Rüstung, seine Uniform praktisch. Total sick. Also wäre dieser Comic irgendwie Anfang der 90er in Amerika rausgekommen, so zu der Zeit von Spawn und so, wäre das wahrscheinlich ein absoluter Megaseller gewesen. Der hätte wahrscheinlich Millionen Exemplare verkauft.
Aber der kam leider ein bisschen später raus. War trotzdem, wie gesagt, sehr erfolgreich, aber ich bin mir sicher, Anfang der 90er wäre das nochmal um einiges erfolgreicher gewesen. Hier die Nahaufnahme von seinem Helm. Ultra badass. Ja, und einer von diesen Plünderern hat hier die Waffe. Die Waffe heißt Pfähler. Man sieht schon, da kommen so Pfahle vorne rausgeschossen. Die Waffe gehört ihm und er hat die Waffe sich gekrallt, als der abgestürzt ist und bedroht ihn jetzt damit. Und kurz bevor er ihn abschießen kann, kommt dann unser Hauptcharakter dazwischen und gibt ihm eine, schnappt sich die Waffe und schießt die einen nach den anderen ab hier mit diesem Pfähler. Und der Kollege hier packt dann sein Schwert aus, sein riesiges Breitschwert und enthauptet die restlichen Plünderer. Ich finde, es braucht aber nicht diese ganzen Insignien, die im Hintergrund sind. Weil ich finde, die Bilder an sich schon sehr busy und dann diese Sachen hier dazwischen und dahinter, diese pentagrammartigen Zeichen, die fügen da gar nichts hinzu. Also es ist einfach nur... Es ist schon ein bisschen over the top. Es ist einfach nur visueller Lärm, so ein bisschen. Also, ja, aber vielleicht ist es auch gerade das, dass man hier am Anfang, er ist ja hier aufgetaucht und es herrscht Chaos für ihn. Er weiß nicht so genau, wo er ist und vielleicht ist dieser Lärm hier am Anfang angebracht. Aber es ist auch im Verlauf des Comics, ist es oft so, dass es einfach teilweise ein bisschen zu viel ist. Und dadurch, wie gesagt, dass ja auch die Panels sich so überschneiden und es nicht immer so einen klaren Gatter gibt zwischen den Panels, ist es oft nicht so ganz klar, was da passiert und welches Panel man eigentlich da aber ich finde es unglaublich. Man könnte eigentlich jedes Panel hochziehen auf ein A2-Poster und es wäre einfach ein wunderschönes Motiv. Jedes Panel ist so detailliert gemalt worden. Das Artwork ist spektakulär. Also es ist mit eins der beeindruckendsten europäischen Alben für mich persönlich. Also ich stehe halt auch voll auf diese Optik. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Nicht jeder mag so morbide Gothic-Sachen in seinem Artwork. Der eine oder andere mag vielleicht mal ein bisschen was Leichtherziges oder Fröhlicheres. Aber ich stehe da voll drauf und ich finde es absolut genial. Naja, jedenfalls freunden die sich an. Der ist sehr erfreut hier, dieser Aufersteher, dass der andere ihm geholfen hat und beschließt, dass er ihn zu einem Vampir machen wird. Denn er ist auch ein Vampir. Und er wird nochmal ein bisschen abgescannt, guckt sich seine Vergangenheit an mit seinem komischen Handscanner hier. Und dann machen sie sich auf den Weg. Komischen Handscanner, das hat ja wie so eine Supermarktkasse. Der Handscanner. Ja, es ist halt, was so beeindruckend ist an diesem Comic, was meine absoluten Lieblingscomics sind Comics, die eine eigene Welt erschaffen. Und das macht Requiem hier. Das ist ein ganz eigenes Universum. Das ist zwar so Himmel und Hölle, kennen wir natürlich aus der Religion, aus verschiedenen Comics und Filmen, die da irgendwie damit arbeiten. Aber das hier ist eine ganz eigene Vision von der Hölle. Ja. Und in dieser Version von der Hölle sind Vampire das dominierende Geschlecht. Und die ergötzen sich natürlich am Leid anderer. Und die ganzen Designs und Maschinen, die hier vorhanden sind, wie halt auch dieser Scanner, mit dem man irgendwie die Erinnerungen scannen kann von frisch Verstorbenen. Das sind alles so Dinge, die gibt es natürlich nicht bei uns. Wir leben auch nicht in dieser Höllenvision, aber in dieser Welt existieren sie. Die werden uns präsentiert und wir kaufen das ab. Es ist einfach so und es ist einfach beeindruckend, was uns hier alles gezeigt wird. Und wir sind erst am Anfang und es wird noch viel extremer von Band zu Band. Jedenfalls fliegen die dann, entfernen die sich hier ein bisschen von der Erde, von dieser Höllenversion der Erde. Und was wir sehen ist, dass das eine verkehrte Welt ist, diese Hölle. Das heißt, das, was bei uns hier Land ist dort Wasser. Und das bei uns Ozeane sind, ist dort Land. Okay.
Cool. Und genauso ist es mit der Zeit. Wenn die von morgen sprechen, dann sagen sie gestern, weil die Zeit vergeht rückwärts. Und alle Leute in dieser Hölle leben, die werden nicht älter, sondern die werden jünger, bis sie Babys werden und dann irgendwann nicht mehr existieren. Und das erklärt er hier, diesem Neuankömmling. Und einer von den Anführern dieser Vampire, der auch schon sehr jung geworden ist der hier. Wir sehen, der ist eigentlich ein Baby, aber er ist praktisch unsterblich, weil er schwarzes Opium zu sich nimmt. Und dieses schwarze Opium, das verlangsamt den Verjüngungsprozess. Und somit ist er schon, wer weiß wie alt, und nahezu unsterblich, weil er dieses schwarze Opium zu sich nimmt. Und man guckt ja diese Hintergründe an, dieser Detailgrad. Ja. Es müsste nicht so krass sein, aber absolut nicht. Ja. der Zeichner hier, der gibt sich die größte Mühe. Aber, wie ich auch gesagt habe, es verschmilzt ein bisschen. Du hast hier diese Jünger mit den Kapuzen und der Hintergrund ist auch sehr dunkel und hier, wir haben jetzt eine recht gute Ausleuchtung auf den Comic, aber wenn man das in einem Zimmer liest, das ein bisschen dunkler ist, dann verschwimmt das hier alles zu so einem dunklen Matsch. Mir sind die ehrlich gesagt auch gar nicht aufgefallen, bevor du es mir nicht gesagt hast. Ja, siehst du mal. Ja, und er wird hier so ein bisschen eingeführt in diese Vampirwelt und muss dann natürlich einen Vertrag unterzeichnen, der gute alte Faust-Deal. Und allein schon sowas wie hier dieses Torschloss. Ja. Unglaublich detailliert. Ja, und dann werden ihnen hier noch diverse Dinge eingepflanzt, unter anderem hier dieses, wie nennen sie das, die schwarze Schmetterlingspuppe und schwarzes Opium. Und dann werden noch so Talismane hier in sein Fleisch eingenäht. Und das alles macht ihn dann zu einem Vampirritter. Super cool, wie das Schmetterlingsmotte auch aussieht. Richtig widerlich. Und auch das hier alles so sehr Clive Barker, Hellraiser-mäßig. Sieht nicht angenehm aus. Hat so ein paar Nadeln hier durch seinen Penis. Ja. Und ja, es ist ja ganz lustig, weil es wird sehr schnell erzählt, wie seine Ausbildung stattfindet. Es sind nämlich nur diese 2 Seiten. Diese 2 Seiten sind irgendwie 2 Jahre. Und das ist wir implantieren dir hier das ganze Zeug, dann lernst du hier die Zauberei, die schwarze Magie. Du lernst, wie du Kontrolle über andere Lebewesen erlangst und du lernst, wie du dich verwandelst. Und zack, 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 jetzt bist du Vampirritter. 2 Jahre sind vergangen, beziehungsweise 2 Jahre zuvor, weil die Zeit ja rückwärts abläuft. Ja, und dann wird er auch schon recht bald auf den Weg geschickt zu seiner ersten Mission. Und das sind so diese Ortsangaben und sowas. Das sind die Panels, die man kaum lesen kann. Das ist dunkel auf dunkel. Ja. Das ist ein bisschen schade. Und auch diese ganzen Raumschiffe. Unglaublich, wie die aussehen. Also wenn es einen Realfilm gäbe zu diesem Comic, dann wäre das wahrscheinlich der teuerste Film aller Zeiten. Es gibt kein Panel, in dem nicht extrem viel Character Design und Creature Design zu sehen ist. Hier auch diese riesigen Dinosaurier, die da einfach nur im Hintergrund rumlaufen. Und diese ganzen Kreaturen, alles freakige Lebewesen. Ja, und dann treffen sich die 2 wieder. Und der hier, Otto heißt er, auch natürlich ein ehemaliger Nationalsozialist. Der hat hier 2 Opfer dabei, weil jeder Vampir muss natürlich Blut trinken. Und er hat hier diese 2 Mädels sich ausgesucht. Und die Stellen, die er schon gebissen hat, sind bandagiert. Hier mit diesen roten Bandagen. Und die sind halt so seine Ghouls, die tun alles, was er will. Ja, und kurz darauf treffen wir auf diese 3 Charaktere hier. Und die
wollen hier diesem Zwerg hier das Blut aussaugen, beziehungsweise seiner Mutter. Ich glaube, das sind die Barkeeper und das ist die Besitzerin. Und die wollen der Mutter das Blut aussaugen. Und eine von den Charakteren hier, diese Dame, die Claudia, wie auch immer, ist auch ein Vampirritter und die hat auch eine Spin-off-Serie bekommen. Also die hat ihre eigenen Alben. Ich glaube 3 oder 4 Bände. Ja, und Requiem gefällt es gar nicht, dass die da jetzt so unschuldige Zwerge ausbeuten wollen. Er mischt sich da ein und prügelt ein bisschen auf die ein. Und Otto sagt zu ihm, nee, lass die mal, das bedeutet Ärger, wenn du dich da einmischst. Und dann taucht ein anderer Zwerg auf und das ist so ein Händler, der mit gestohlenen und seltenen Sachen handelt. Und er meint, dass er der Gruppe da gerade was verkaufen wollte und die haben die Gruppe jetzt verscheucht und jetzt sollen sie das kaufen. Und was er zu verkaufen hat, ist ein Spiegel. Und Spiegel sind in dieser Hölle absolut verboten, weil die Spiegel zeigen die Menschen so, wie sie auf der Erde oder wie sie ursprünglich ausgesehen haben. Und das erinnert sie an ihr ursprüngliches Selbst und das ist natürlich verboten in der Hölle. Mhm. Das finde ich auch ziemlich cool. Hier auf dem Dach von dieser Bar ist praktisch der Parkplatz. Und das sind dann so die Fahrzeuge von den Leuten. Das sind alles irgendwelche krassen Kreaturen. Hier dieser Drache, dieses Schädelflugzeug. Da sind so komische Sphinxartige Kreaturen. Da ist so ein Pterodaktyl. Alle kommen mit irgendwelchen abgefahrenen Monstern hier angeflogen. Wäre auch ein perfektes Comic für das Heavy Metal Magazin oder sowas. Absolut, ja. Man guckt ja diese Landschaft an hier. Was für ein Aufwand. Forget about it. Und dann auch noch hier diese ganzen Schädel an den Seiten. Da war faul. Die hat er nur einmal gezeichnet und dann gespiegelt. Die hat er gespiegelt, ja. Aber richtiger Fauler ist. Und dann gleich nochmal eine riesige Burg hier. Zitadel. Ja, jedenfalls laufen sie dann hier durch dieses Schloss und dann zeigt er ihnen ihren höchsten Herrscher, den König. Und das ist Vlad Dracula. Und Dracula sieht super badass aus hier im Universum von Requiem. Sieht aus wie Lemmy von Motorhead, aber als krasser alter Vampir mit dieser badass blutroten Rüstung. Mega cool. Und dann reden sie noch über einen anderen Charakter, über den hier, der heißt Turim. Und er ist ein gestürzter Held, so heißt es. Der hat rebelliert gegen seinen Anführer. Und das deutet natürlich so ein bisschen auf die Zukunft von unseren Hauptcharakteren. Okay. Weil er sieht ja auch schon so ähnlich aus, so ein bisschen. Ich habe nur diesen ersten Band gelesen, aber okay, anscheinend geht es dann in so eine Richtung später. Und ja, dann wird ihm sein Schlafgemach gezeigt. Hier dieser stählerne Sarg mit dem roten Kreuz vorne drauf. Schön einladendes Schlafzimmer. Ja, das ist seine Wohnung jetzt. Sieht sehr schön aus. Und ja, für Gäste hat er hinten noch so ein paar Holzsärge. Und dann meint der Otto, ja, und er hat auch schon mal ein Opfer bereitgestellt für ihn. Und es ist noch besser als die Opfer, die er hat. Diese 2 Mädels, die Venen sind richtig prall. Und er freut sich schon, oh ja, so wie deine hübschen Mädels. Und dann sieht er, das ist dieser Barkeeper, dieser hässliche kleine Zwerg. Und er hat natürlich keine Lust drauf, den zu beißen, weil er so abstoßend aussieht. Er versucht's, aber er bringt es einfach nicht über sich. Er findet ihn einfach zu widerlich. Und Otto hat aber hier so ein Werkzeug dabei, so ein Siphon. Und da rammt er in hier diese Stacheln rein und saugt das Blut raus. Und dann gießt er das einfach in 2 schöne Gläser. Und dann können sie schön Blut aus dem Glas trinken. Ja, und dann versammeln sich alle Vampirritter hier in dieser Halle und empfangen dann ihre Mission von diesem badass Hologramm. Vom Motorhead-Logo kriegen sie dann. Befehle.
Requiem erhält dann hier auch sein krasses Schlangenschwert, das die Zukunft voraussehen kann, wenn es blutgetränkt ist. Und auch diese Schlachtschiffe sind unglaublich Mega badass. Hier die Schädelschiffe docken hier so an. Mega krass. Und die, wie heißen die hier? Die Archäologisten, die steuern diese Schiffe. Das sind so vermummte Ich frage mich, Untote. inwiefern so die Zusammenarbeit ablief. Ob Ledroit mit den ganzen Designs kam oder ob das ein Zusammenspiel aus beiden war. Dass er vielleicht, dass Pat Mills vielleicht sogar Skizzen gemacht hat, Vorskizzen. Keine Ahnung. Ja, würde mich interessieren, inwieweit da die Zusammenarbeit war. Ob von Pat Mills wirklich nur das Skript kam und alles andere, so wirklich das Heavy Lifting dann vom Ledroit gemacht wurde. Ich könnte es mir vorstellen, weil er bei Chroniken des Schwarzen Mondes ja auch schon sehr detaillierte Zeichnungen und krasse Designs rausgehauen hat, aber wer weiß es so genau. Ich meine, die Designs sind auch, wie gesagt, hat schon diesen 2000 AD Touch. Also ich weiß aber auch nicht, wie gut Pat Mills zeichnen kann, ob er da überhaupt Grundlagen liefern könnte. Aber das hier ist so ein Panel, was ich vorhin gemeint habe, was schwer zu erkennen ist, weil der Hintergrund ist super detailliert und dann hast du nochmal so ein dunkles Panel ohne Hintergrund, das nochmal oben drauf geklatscht ist. Ja, das ist schon sehr schwierig. Und das ist schon too much. 2 detaillierte dunkle Bilder übereinander. Ja, jedenfalls greifen die hier die reisen hier durch ein Portal in die Zukunft und greifen hier das London der Zukunft an. Weil das London der Zukunft wird dominiert von Tiermutanten. Genveränderte Menschen. Man sieht hier, es sind so humanoide Tierwesen. Und ja, die müssen sie zur Strecke bringen. Und es geht einfach megamäßig ab hier. Diese Schädelschiffe öffnen ihre Münder und daraus kommen Miniguns, die da runterballern. Und die Vampirritter reiten auf ihren Seelenpferden, keine Ahnung, weiß leuchtenden Pferden, reiten die dann da aus dem Mund der riesigen Schiffe runter. Sick, diese Doppelseite ist Wahnsinn. Der Aufwand, das alles erstmal zu zeichnen und dann mit Aquarell zu malen. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie viele Stunden das. Also entweder ist er so fit da drin, dass er das irgendwie raushauen kann, aber Aquarell, da muss er immer warten, bis die erste Schicht trocknet. Und dann kannst du erst mit der zweiten Schicht anfangen. Also allein das ist ja schon. Oder vielleicht macht er das mit dem Föhn. Vielleicht hat er da irgendwie eine Technik, wie man das beschleunigen kann. Krass. Aber trotzdem, allein diese ganzen Details. Ja. Also Details, da muss der überall ran mit dem Stift. Das ist ja. Oder mit dem Pinsel. Das lässt sich nicht so einfach mal schnell. Ja, ich frage mich auch, in welchem Rhythmus diese Alben rauskamen. Weißt jährlich. du das? Jährlich. Ein Album pro Jahr. Also ein Album hat so 48, knapp 50 Seiten pro Stück. Also es ist ja ein normales Album, das normale Tempo, wie Alben rauskommen in diese franco-belgischen Alben. Das Ja, ist eigentlich aber immer, die meisten Alben haben nicht diesen Detail. nee, das nicht. Weil wenn du dir Das vorstellst, nicht. okay, 50 Seiten, das heißt so im Jahr, so Pi mal Daumen, musst du dann pro Woche eine Seite komplett fertig haben. Finde ich schon ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Detailgrad, Ja. mit dieser Technik, mit so Aquarellfarben. Und wenn du Also- meinst, okay, dass da jetzt sogar jedes Panel auf einer eigenen Seite zeichnet, also ich meine, das dauert ja auch seine Zeit, die Seiten zusammenzustellen dann. Das stimmt. Gut, aber vielleicht hatte da irgendwie jemand, der ihn ein bisschen assistieren kann bei den digitalen Arbeiten. Aber ja, man wird sich eigentlich schon wünschen, dass das auf mehr Seiten, also dass der gleiche Inhalt auf ein bisschen mehr Seiten gepastet wurde, weil zum Beispiel hier ist wieder so eine Seite, die ist sehr, sehr busy. Allein hier dieses untere Panel Ja. mit wie er diese Körper enthauptet und die Köpfe da rumfliegen und das überschneidet sich mit diesem ultra detaillierten Panel oben drüber. Ja, das ist. Und das ist dann echt schwer. Man erkennt zwar schon, aber man würde sich einfach wünschen, dass das ein bisschen tiefer wäre und ein bisschen Platz zum Atmen hätte, damit man das noch mehr wertschätzen kann.
Weil so ist es einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr und oben drüber und oben drauf und die Panels überschneiden sich Es noch. fühlt sich wirklich so an, als hätte er vielleicht zu viel Arbeit geleistet und dann am Ende, scheiße, wir müssen das ja irgendwie auf 50 Seiten kriegen. Das kann wirklich so sein, dass er sagt, ah, fuck, ich habe wirklich zu viel gemacht. Oder er dachte vielleicht, die Panels könnten kleiner sein, aber hat dann gemerkt, oh, wenn ich die noch kleiner mache, dann erkennt man ja gar nichts mehr, weil das ist ja schon oversized und die Charaktere sind trotzdem winzig. Ja. Würde auch gern wissen, in welchem Format er dann arbeitet, ob das dann so groß ist wie der ganze Tisch hier, ob das so 2 Meter großes Blatt Papier ist oder weil, wie kriegst du das sonst hin in diesem Detailgrad? Ja. Aber super badass, ohne Frage. Ja, er schnetzelt und metzelt noch ein bisschen und das Schwert wird blutgetränkt und kann dann die Zukunft vorhersagen, aber es sagt nicht die Zukunft vorher, sondern es zeigt ihm nur seinen Kollegen, den Otto, der in Gefahr ist, denn das Luftschiff, in dem er noch ist, wurde getroffen und stürzt jetzt ab. Und er will ihn natürlich retten. Man sieht hier, das Luftschiff stürzt ab und fällt hier auf die bekannte Brücke, die in der Zukunft ein bisschen anders aussieht. Hier sind irgendwelche technischen Elemente hier. Ist das die Buckingham? Ist das die Buckingham Bridge? Meine London-Kenntnisse sind mangelhaft. Ja, mega krass. Ja. Fortsetzung folgt. Wird er Otto retten können? 2002 kam das hier raus. Also ist jetzt schon 21 Jahre alt. Unglaublich. Es kommt mir echt so vor, als hätte ich die Serie irgendwie erst vor ein paar Jahren entdeckt. Dabei ist die schon gut, als ich die entdeckt habe, das war nicht 2002, aber als ich die entdeckt habe, war die schon, da war gerade Band 10 oder Band 11. Also das war schon ein bisschen später. Aber trotzdem, hier nochmal coole Endpages. Allein die zu zeichnen, ist ja schon ein riesiger Aufwand. Ich frage mich auch, wie diese ganzen Runen und mystischen Sachen, das muss er ja auch alles handgezeichnet haben. Das ist ja nicht irgendwie total irre. Ja, visuell total spannend. Also als ich das gelesen habe... Es ist überwältigend eigentlich. Es ist überwältigend, aber es ist wirklich schade, dass die Seiten so vollgepackt sind. Ich würde mir wünschen, das Artwork ein bisschen mehr genießen zu können, aber es geht einfach nicht, weil jede Seite so vollgepackt ist und ich fand die Dialoge auch ein bisschen, weiß ich nicht, too much. Irgendwie. Das ist aber Pat Mills. Pat Mills hat immer so, ist meistens so eine Mischung, ist auch hier, also hast du so diese komische Mischung aus Zweiten Weltkrieg und so, vielleicht sind wir als Deutsche, sehen das vielleicht ein bisschen anders als Engländer, ich weiß es nicht, aber hast du halt so dieses ernste Thema und dann auf der anderen Seite hast du wieder so ein bisschen, weiß nicht, so witzige Dialoge und es passt, es ist halt so eine Geschmackssache. Ich denke, Leute, die wirklich den Zweiten Weltkrieg noch irgendwie miterlebt haben, finden das gar nicht lustig und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und das ist ja auch jetzt das spielt zwar irgendwie lose basiert auf unserer, auf der echten Welt, auf echte Ereignisse, aber es ist ja trotzdem alles sehr stark fiktionalisiert. Deswegen versuche ich das einfach so zu sehen, dass das nichts mit der echten Welt zu tun hat. Ja. Dass diese Höllenwelt, darum geht es eigentlich. Und dass er Nazi ist, das macht ein bisschen Sinn, weil er ja diese Person, diese Rolle als Vampirritter auch einfach so annimmt. Und er ist eigentlich kein böser Charakter, kein schlimmer Mensch. Er ist einfach nur so, er wird von den Umständen, wie damals im Dritten Reich, von den Umständen wird er dazu gezwungen, das zu machen. Und dann macht er das halt. Und dann ist er in der Hölle und wird von den Umständen dazu gezwungen, da so ein Vampirritter zu werden. Und dann macht er das halt. Aber er war halt, seine große Liebe war ja Jüdin und er hat diese, die Werte dahinter, die vertretet er nicht. Er versucht halt einfach nur zu überleben in diesen unter diesen Umständen. Und ja,
Und der Charakter entwickelt sich ja auch im Verlauf dieser 11 Alben und verändert sich auch. Mhm. Von daher, wenn man da so ein bisschen ein Problem damit hat, mit dieser Nazi-Thematik, ich finde, es bessert sich im Laufe der Bände. Auch ich glaube, das mit dem, was du angesprochen hast, mit dieser chaotischen Optik. Ich meine auch, dass sich das im Verlauf der späteren Bände Okay. ein bisschen aufklärt und dass nur der erste, vielleicht auch noch die nächsten 2 Bände ein bisschen chaotischer sind, aber ich glaube, danach bekommt er ein besseres Gefühl dafür, wie man die Seite so aufteilt, dass nicht mehr alles so voll ist. Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es hier im ersten Band, da er das erste Mal so digital gelayoutet hat, dass es da vielleicht wirklich ein bisschen zu Komplikationen kam und er gemerkt hat, oh, das passt alles nicht so, wie er sich gedacht hat. Zeichnungen sind zu detailliert, um sie noch mehr zu verkleinern. Ja. Aber auf jeden Fall ein herausragendes Werk. Ich hoffe, dass es irgendwann doch nochmal beendet wird. Wenn wirklich nur ein Band fehlt, bitte diesen einen Band noch für die Fans, auch wenn es Streit gibt zwischen den Machern oder was auch immer der Grund ist. Das wäre echt schade, wenn es wirklich daran liegt. Ja, weil ich hasse es, wenn Comics, die ich gerne habe, wenn die nicht abgeschlossen werden. Es ist immer so, ich lese die dann immer wieder, ich lese die trotzdem gerne, aber dann komme ich irgendwann an diesen Punkt und dann denke ich mir, jetzt weiß ich nicht, wie es zu Ende geht. Ja. Und ich weiß, dass der 11. Band eigentlich schon das Finale, es endet eigentlich schon kurz vorm Finale und ich denke mir, es kann eigentlich nur noch vielleicht 2 Bände, aber eigentlich sieht es so aus, als wäre nur noch ein Band und dann wäre es vorbei. Naja, hoffentlich. Mal gucken. Aber aktuell hat er 2 neue Serien eigentlich sogar. Er hat irgendwie sowas mit so Feen. Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie es heißt. Und bei Splitter kam nochmal dieses Jahr eine neue Serie von ihm raus. Ich bin aber nicht sicher, ob es eine Serie ist oder ein One-Shot. Okay. Aber da ist mir der Name auch gerade entfallen. Aber ich denke, ich werde mir diese neue Serie von ihm jetzt demnächst zulegen. Und dann werden wir die auch mal hier auf dem Kanal vorstellen. Cool. Ansonsten ist das Ganze ja, wie gesagt, voll nach meinem Geschmack. Und mein Comic ist ja auch, der spielt nicht in der Hölle und hat auch nicht so eine gotische Optik. Ist vom Detailgrad auch nicht so krass wie das hier, aber ich versuche auch so eine ganz eigene Welt zu erschaffen. Nur ist mein Setting ist halt die Welt von asiatischen Filmen, Martial Arts Filme, Kaiju, Giant Monster Movies. Und das ist Shaolin Grandmaster Killer, Band 1 und 2 gibt es aktuell in unserem Shop. Der Link zum Shop ist unter dem Video. Und Infos zu meinen Comics und aktuellen Projekten findet ihr auf Instagram unter thomas-lezalik oder auf meiner Homepage thomas-lezalik.com. Wie sieht es bei dir aus? Meinen aktuellen Comic Gashapao Band 1 und 2 gibt es im Shop und meine Sachen gibt es unter Steve-Lezalik auf Instagram oder meiner Webseite stevelezalik.com. Und ich würde euch bitte darum bitten, die Videos bis zum Schluss anzugucken. Das würde uns nämlich wahnsinnig helfen im YouTube-Algorithmus. Und liked unsere Videos, shared unsere Videos und abonniert unseren Kanal. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.